Ja, das Umsatzwachstum lockt und deswegen engagieren sich so viele. Engagieren heißt, sie investieren auf Teufel komm raus und wollen einen guten Platz in diesem ja immer noch neuen und entstehenden Markt haben. Diese Investitionen führen aber auch zu einem mörderischen Wettbewerb. Und die Mehrheit der Studienteilnehmer stellt fest, dass nur sehr wenige Anbieter heute bereits in einer stabilen Ertragssituation sind. Jetzt im Jahr 2020 macht diese Unterscheidung zwischen E-Commerce und konventionellem Handel keinen Sinn mehr. Schauen wir uns doch Exlibris an, heute primär ein Online-Player. Schauen wir uns doch Digitec an. Sie gelten als Online-Player und haben 11 Filialen. Online und Offline sind zusammengewachsen. Wir haben eine neue Evolutionsstufe in der Distribution erreicht. Wir sprechen heute von der vernetzten Angebotswelt. Die Anbieter richten jeden ihrer Kanäle auf ganz bestimmte Funktionen aus. Und die Kunden, die wissen, wann welcher Kanal für sie am besten ist. Ja? Das eine Mal sagen sie, ich möchte ins Geschäft gehen, ich möchte das mal in der Hand halten. Das andere Mal sagen sie, ich schaue schnell online, was der hat. Sie kombinieren in der fragmentierten Customer Journey die Funktion, die für sie gerade wertvoll ist. Und die Anbieter, die nutzen die verschiedenen Kanäle, um auch jeweils die Funktion, die auf diesem Kanal am besten ist, auch da richtig auszuspielen. E-Commerce ist voller Herausforderungen in ganz vielen Disziplinen. Das Schwierigste aber ist, überhaupt die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen und die Kunden für mein Angebot, für meinen Shop zu gewinnen. Denn da sind ja zig andere, vielleicht hunderte andere Shops, die ähnliche oder sogar die gleichen Angebote haben. Warum also sollte er genau zu mir kommen? Das ist die größte Herausforderung. Ja, das hat der stationäre Handel in meinen Augen lange vernachlässigt. Heute ist es doch so, dass die Kunden sich häufig woanders informieren oder ihre Anregungen auf anderen Kanälen bekommen, als sie hinterher kaufen. Und deswegen ist es wichtig für den stationären Handel, an die Suchprozesse der Kunden im Internet anzuknüpfen. Seit vielen Jahren wächst E-Commerce relativ konstant zwischen 8 und 10% hier in der Schweiz. Und jetzt 2020 gab es diesen Shutdown. E-Commerce-Umsätze haben einen Sprung gemacht, der baut sich jetzt langsam wieder ab, aber trotzdem rechnen wir damit, dass das Wachstum in diesem Jahr 2- bis 3-mal so hoch ist wie in einem gewöhnlichen Jahr. Ja, Social Media ist ja etwas, was wir eigentlich in unseren persönlichen Beziehungen einsetzen. Und was machen jetzt diese Plattformen? Wir können überall sehen, sie schaffen jetzt Bestellfunktionen, sie integrieren Zahlungsmöglichkeiten in eine Social Media Plattform. Aber wofür sollte ich meine Freunde bezahlen? Ja, was wir tatsächlich sehen, dass sich die Firmen immer mehr engagieren und auch darauf hinarbeiten, Kaufprozesse in Social Media abschließen zu können. Anfang der Nullerjahre gab es noch große Unsicherheiten, was aus E-Commerce werden wird. Das Ziel der Studienreihe war, im Studienpanel zusammen die Entwicklung beobachten und reflektieren. Und zu ihrem Abschluss heute können wir feststellen, die Grundlagen des E-Commerce sind die Grundlagen der gesamten vernetzten Angebotswelt geworden. Datatrans, Advanced Payment Solutions.